Ja, das ist einfach eine Rallye-Ikone. Also es hat ja mit Colin McRae hat's eigentlich angefangen, erst die Legacy-Serie und dann ist er auf Impreza umgestiegen. Und das war dann, nachdem er die Meisterschaften gewonnen hat, war das eigentlich ja, ein beliebtes Auto. The authentic streetwear brand for Petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Ich heiße Patrick, komme aus dem Raum Fürth und fahre einen Subaru Impreza GC8 STI aus Japan. JDM hat mich immer schon begeistert. Ja, Honda hat mir immer gefallen und Subaru hatte ich jetzt anfangs immer nicht so die Verbindung. Aber ich habe dann immer mal geschaut, was es halt so gibt, aber auch nach Hondas erst geschaut. Und dann ist mir irgendwann ein Subaru aufgefallen, GC-Modell, und hat mir dann ganz gut gefallen. Und es ist dann 2017, war das dann glaube ich, habe ich ihn dann einen in Mobile gefunden und der hat mir dann ja, eigentlich 100% zugesagt. Dann bin ich da hingefahren, habe Probe gefahren und Beschleunigung, es war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich ihm gesagt habe, den brauche ich. Dann habe ich ihn gekauft und dann bin ich erst mal ein paar Monate Serie gefahren. Und dann über den Winter sind dann die ersten Umbauten quasi entstanden. Also es ging 2017 los, wie ich ihn bekommen habe. Da war ein Tain Gewindefahrwerk verbaut. Und ich habe mir dann Japan Racing, JR9 waren es glaube ich, habe ich mir gekauft. Und das war dann eigentlich die erste Maßnahme, ein bisschen das Gewinde runterzudrehen, Felgen drauf zu machen. Habe dann aber gemerkt, dass hinten die Reifenwängen zu breit sind, also die Felgen zu breit sind für die Serienkarosse. Und dann haben wir die Karosse hinten verbreitert. Auf ja, rabiate Weise eigentlich. Wir haben halt die Radläufe mit einer Blechstange erst mal gezogen, haben es dann ausgebeult und dann mit Spachtelmasse sind wir dann drüber. Weil so Low-Budget-Project eigentlich, kann man sagen. Und dann ging es dann weiter, dass wir gesagt haben, ja gut, jetzt müssen wir hinten lackieren wir es doch gleich selber, also komplett. Und dann haben wir ihn in Babyblau lackiert. Das war eigentlich so der erste Schritt. Dann habe ich noch eine Lippe vorne verpasst. Dann kamen Bright-Sitze und dann habe ich noch innen die Türverkleidungen, habe ich auch einen Bright-Look eingebracht und die Rücksitzbank, die ist dann auch im Bright-Look entstanden. Ja, also mir hat er immer schon gefallen im Babyblau und in der Ausbaustufe, aber ich wollte es dann halt ein bisschen extremer haben. Und dann gab es die Workmeister S1, die haben mir immer gut gefallen, die Felgen. Haben mir dann auch geholt, gab es aber in dreiteilig mit der Schraubenoptik, eigentlich bloß in 18 Zoll. Und ja, dann habe ich mir die eben gekauft, habe dann sie draufgesteckt und habe dann gemerkt, eigentlich, ja, wirken jetzt ein bisschen groß, ein bisschen wuchtig. Auf die Serienkarosse ist es dann einfach ein bisschen zu überdimensioniert. Dann habe ich überlegt, was ich am besten machen könnte und dann ging es eigentlich auch so los, dass ich mir mehr oder weniger mal nach Fenderflares umgeschaut habe. Hat mir aber der Look meistens nicht so gefallen, weil ja, hast jetzt edle Felgen und dann einfach bloß so ein bisschen Plastik drüber gespackst. Und ja, dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Breitbaukit
und bin dann in Russland fündig worden. Das war ein Hersteller, der hat für Subaru eigentlich überwiegend Breitbauen hergestellt. Und dann dachte ich mir, das muss ich haben. Und das habe ich mir dann bestellt, ist dann auch mehrere Monate später dann gekommen. Habe es dann dran gebaut und dann war es eigentlich sozusagen perfekt. Also musste ich ihn wieder lackieren. Dann war eigentlich Ausbaustufe 2 schon fast beendet und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt ist er breit, jetzt ist er relativ tief, aber hinten fehlt doch irgendwas. Habe dann einen Ducktail dran verbaut und war gut, war schön und dachte ich mir, ja, so ein massiver Spoiler wäre eigentlich auch was Cooles. Und dann habe ich überlegt, was magst du, kaufst dir einen, aber die waren dann relativ teuer, dachte ich mir, gut, ich probiere es mal selber aus. Habe mir dann eine 1 cm dicke Aluplatte genommen, habe dann mit Karton habe ich mir dann eine Schablone gezeichnet und habe es dann mal so dran gehalten und dachte mir, ja, wirkt ganz gut. Und dann habe ich sie aus Alu ausgeschnitten, habe es dann dran gehalten und dachte mir, ja, das ist es. Dann habe ich oben den Flügel, habe ich mir dann auch noch gekauft, der war auch relativ günstig und das hat dann so gut gepasst eigentlich und dann war da für mich in der Ausbaustufe dann perfekt. Es war dann ein reines Trailercar und ja, mit der Zeit ist dann mir so gekommen, dass ich mir eigentlich dachte, ja gut, es ist eigentlich schade, dass ich ihn nicht fahre. Es ist ein STI, ist eigentlich auf Leistung und so gemacht und mit einem Serien-Impreza könnte man es eigentlich machen, aber ich wollte dann wieder quasi auf Straßenzulassung. Dann ging die dritte Ausbaustufe los und dann war klar, ich mache ihn jetzt wieder nicht serienmäßig, aber gut gemacht, edel gemacht, was man auch im normalen Straßenverkehr fahren kann. Also durch den Breitbau mussten auch die Radläufe und die Kotflügel vorne zerschnitten werden. Es musste natürlich alles wieder rückgängig gemacht werden. Innenradläufe, Außen-, Seitenwände, Kotflügel und Schweller waren auch durchlöchert. Also ist das alles quasi wieder zurückgebaut worden, ja, eingeschweißt worden. Also es ging dann wieder von vorne los eigentlich, kann man sagen. Die Radläufe wurden eingeschweißt, die Schweller wurden eingeschweißt, neue Kotflügel kamen dran, Stoßstange vorne wurde wieder, weil die auch verbreitert wurde durch den Breitbau, wurde auch wieder Originale verbaut, Heckstoßstange neu, eigentlich ziemlich alles neu. Und dann habe ich mir einen neuen Satz Felgen rausgesucht, 17 Zoll, Carline Wheels. Die waren hinten dann auch etwas breiter für die Serienkarosse. Haben mir dann die Kanten umgelegt, leicht verbreitert und ja, dann ist natürlich wieder eine Lackierung entstanden, sagen wir. Und ja, dann habe ich auch erst mal überlegt, was für Lackierung es eigentlich werden soll. Babyblau war raus, so typisches Subaru-Blau mit goldenen Felgen hat mir natürlich auch nicht so hundertprozentig zugesagt. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt mal irgendwas, was jetzt nicht so extrem oft vorkommt. Und dann hat mir eine Farbe besonders gut gefallen, das war von Toyota, die Bronze, Toyota Lexus Bronze. Und ja, dann haben wir es in der Farbe quasi lackieren lassen. Also lassen, ja, genau. Also der Motor würde ich gerne mal, also jetzt nicht komplett neu aufbauen, aber vielleicht mal überholen lassen. Vielleicht ein bisschen mehr Leistung und Motorraum selber noch ein bisschen lackieren. Und die Türverkleidungen, die sind noch in einem alten Bright Look, den würde ich auch noch gerne anpassen. Und ansonsten ist eigentlich für mich so ziemlich perfekt, ja, als wie er da steht.
Also würde ich mich erstmal noch gern bei meinen Freunden bedanken, die mir jetzt seit mehreren Jahren, also fast schon über 10 Jahren, an meiner Seite stehen und immer mal ausgeholfen haben in all den Ausbaustufen. Dann möchte ich mich noch bei meiner Verlobten bedanken, die mich auch mehr unterstützt hat, die auch öfters mal samstags länger hier war und gespachtelt hat, geschliffen hat. Und dann möchte ich mich noch bei meiner Mutter bedanken, die den Innenraum jetzt für mich neu bezogen hat. Sitze, Rückbank. Vielen Dank auch an dich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und abonniert doch bitte den Kanal und schreibt in die Kommentare, welches Subaru-Modell euch am besten gefällt. Und auf Wiedersehen. Tschüss.